Okay, boys, let's shoot off. Very cool. Yeah. Thank you very much. Thank you. Peter? Did you enjoy the set? Yeah, I did. We had one or two problems. Yeah, it's a nice audience. Yeah, nice audience. I had a bit of trouble getting back to the stage when I went out, I think. Wir haben jetzt bei uns hier im Studio Peter Gabriel, der vor 10 Minuten aufgetreten hat. There's a lot of interesting things, Peter, about your stage show that other people don't do. I mean, for instance, you go actually into the crowd and you talk with people. You even allow them at times, I've seen you in the past, allow them to sing into your microphone. Yeah. And I was wondering whether that's sometimes a little dangerous to do something like that. Let me put that in German very briefly. Wir haben gerade gesehen, wie Peter Gabriel läuft durch ins Publikum, wenn er live spielt. Und ich habe ihn gerade gefragt, ob das manchmal gefährlich ist, weil er gibt manchmal das Mikrofon an jemanden ins Publikum und er könnte etwas ganz Gefährliches für ihn sagen. Yeah, it's an important thing to me just to get as close as possible to the audience, and there is a considerable distance, I think, between the stage and the audience, and sometimes with some artists, when you see them night after night, it looks almost as if you're watching a film. And the thing I like about actually going into the audience is no one knows what's going to happen. Either I may get welcomed, or this happened recently in Bremen. People may not want me there at all, but whatever happens, it's something that is totally unrehearsed. And it's just thanks to the invention of the radio microphone that I'm able to do it, and it's great. Er meint, dass das ist natürlich gefährlich, ins Publikum zu gehen, aber das ist irgendwie sehr positiv, so etwas zu machen, weil man weiß nie genau, was von dieser Idee draußen kommt. Die Hauptsache ist, dass man versucht, diese Wand zwischen was auf die Bühne passiert und was ins Publikum passiert, runterzubrechen. Und das macht er natürlich, wenn er Leute ins Publikum. Das kann manchmal schief gehen. Er hat gerade gesagt, dass in Bremen zum Beispiel, die Leute, die haben es nicht so gut gefunden. Es ist natürlich gefährlich, aber trotzdem wir will weiter damit machen. Do you find what you're doing now, though, in that sense, is very different to what you were doing with Genesis, where you had lots of masks on, and there was very much of a distinction between what you were doing on stage and the audience watching you? Er erzählt gerade, dass er mit Soft Machine gespielt. Das kann auch möglich sein, vor 20 Jahren oder so. Und ich habe ihn gefragt, wenn er mit Genesis gespielt hat. Ich glaube, dass das war wirklich Genesis. Yeah, I think so. Then. Kann ich das zu Ende machen? Yeah, sorry. Finish that. Wenn er mit Genesis gespielt hat, das war eine ganz andere Sache. Er hat dann diese Masken angehabt und der war eigentlich ein ganz großes Loch immer zwischen Genesis und das Publikum. Das war richtig eine Bühnenschau, was er da gemacht hat. Jetzt ist das nicht so. Yeah, I think the difference there was that we were trying to illustrate stories, and I introduced masks and quite a lot of visual things, which having left, I then wanted to separate myself from. And initially I wanted to get out of the business. I didn't leave for a solo career. It was about 4.5 years ago now that I left. And after about 1.5 years I decided to get back involved. And I wanted to try and build things up as a new artist, based on the music, not on lasers and spaceships and such like. Er erzählt, dass bei Genesis die Lieder waren natürlich Geschichten und er hat das ganz gut gefunden, wenn man kann diese Geschichten irgendwie illustrieren. Das hat er gemacht mit den Masken und alles. Aber das hat einen Punkt erreicht, wo das war eigentlich zu viel für ihn. Und dann hat er Genesis gelassen. Eigentlich nicht, weil er wollte eine Solo-Karriere machen. Das war mehr, er hat genug von diesem ganzen Business, von dieser Machinery. Das war eigentlich zu viel für ihn. Dann hat er 1,5 Jahre nichts gemacht und dann danach hat er wieder Lust, etwas zu machen. Und so ist es gewesen, dass er hat diese neue Gruppe zusammengestellt und hat weiter aufgetreten. Do you find what you're doing now, therefore, is very, very different to what you were doing before? Did you consciously decide that you didn't want anymore to do what Genesis were doing? Ob was er jetzt macht, ganz anders von Genesis, weil er hat das so überlegt, ich will jetzt etwas anderes machen. Ich bin bekannt geworden durch Genesis, jetzt muss ich etwas anderes machen. Jetzt muss ich etwas anderes beweisen.
I think initially I made a conscious decision to try and get away from sort of the arrangements that were associated with Genesis, in that the sound of the arrangements was as important as the songs themselves. And for me now, I'm trying to make it more simple, more direct, and the emphasis is on the songs. Die Hauptsache ist jetzt die Lieder. Will jetzt, dass alles mehr einfach und mehr direkt ist. Nicht wie bei Genesis, wo alles ziemlich kompliziert war. Jetzt will das ganz anders machen. Albrecht, I think you had a question you wanted to put to. Peter, when we saw you last week in Berlin, you included in your set a punk version of A Wider Shade of Pale, and which I think is fair to say took everybody by surprise. And Yeah. what's the idea behind that? Well, it just appealed to my sense of humor, but unfortunately it doesn't appeal to everyone's sense of humor, and some people have hated it. I think that people are a little confused what the motive is, whether it's a parody, whether I'm an old man clutching at my youth, or quite why I'm doing it. But we have a lot of fun at that point. So. Also das sind anscheinend zwei Auffassungen von Humor aufeinander geprallt ist. Peter Gabriel meint, diese Version von A Wider Shade of Pale sei seine Art von Humor. Andere Leute haben das nicht so verstanden. Now, two very simple questions. Yesterday at the soundcheck, a young guy asked me, why do you wear that red thing in your set? Well, I like the look of it, very simply. Also, we were just starting the tour, and I wanted to buy something that we could wear. And the first shop that I looked in was a bicycle and sort of working man's shop, and these things looked interesting. Ja, ich habe Peter gefragt, warum er diese roten Warnjacken anhat, und er sagt, er ist einkaufen gegangen und der erste Laden, in dem er gekommen ist, war ein Fahrradgeschäft, und dort hat er diese Warndreiecke, diese Warnwesten gesehen, und es hat ihm unheimlich gut gefallen. My second simple question is, you shaved your head some weeks ago, Yeah. right? Is that a special reason? Yeah, but, well, I just like to expose my scalp, and I can hear the raindrops falling on my head. It's a very nice idea. Ich habe ihn gefragt, warum er sich den Kopf rasiert hat, und er hat es gemacht, um die Regentropfen so richtig auf seinem Kopf aufklatschen zu hören. Hast du noch Fragen? Tja, eigentlich, wenn der Sid jetzt bereit ist, wir können Sid vielleicht gleich hier rausbringen. Nee, Sid kommt nicht her. Er kommt nicht. Nein, Sid kommt nicht her. The usual. Ja, perhaps we can ask, vielleicht können wir diese Frage stellen mit der Punkmusik. Yeah, Albrecht asked you this question about playing a wider shade of pale, and obviously it's a question that a lot of groups who've been playing music over the last 10 years have been asked, but the effect that punk music had on your own music, whether that made you see your own music differently, ob Punkmusik hat irgendwie ihn beeindruckt, etwas anderes zu machen. I think it was very important for each generation to have its own identity and its own music, and I like the energy of it. And I think in just terms of pure energy, it is a sort of focal point for anything else to be compared to. But I don't really feel that it's had a tremendous influence, other than providing me with the idea for a new version of Wider Shade of Pale. Er sagt, dass das hat eine Bedeutung gehabt, natürlich, und die Musiker haben das jetzt anders überlegt, was sie jetzt machen sollten. Aber trotzdem, das hat nicht so eine Bedeutung auf ihn gehabt, dass er will jetzt etwas anderes machen. Diese Version von A Wider Shade of Pale, das ist eigentlich eine Parodie, das ist eigentlich aus Witz gemeint. Do you think in the future, I mean, you're going to incorporate songs from other people, not necessarily as punk versions? I mean, you do a Genesis number, but do you see you doing numbers from other people just for fun? Ich habe ihn gefragt, ob er in Zukunft etwas anderes machen will. Zum Beispiel, weil er hat Wider Shade of Pale gespielt, vielleicht eine Nummer von einer anderen Gruppe auch in sein Set reinbringen. Yeah, the couple of tours back, I was doing a version of I heard it through the grapevine with the synthesizer and sequences and things, and Ain't That Peculiar. So I like to do an All Day and All of Night, that was another.
one or two maybe each tour, just because often they're contrast to my own style of writing, and they can be a lot of fun to play. Er sagt, dass er auf jeder Tournee eigentlich will ein paar neue Nummern haben. Er hat vor 2 Jahren I Heard It Through the Grapevine gespielt und All of the Day and All of the Night gespielt. Und er meint, dass das bringt einen guten Kontrast zu der Musik, das er mit seiner Gruppe macht. Und das ist eine gute Idee für die Zukunft, so weiterzumachen. Auf jeder Tournee eine neue Nummer, bestimmt nicht eine Punknummer auf die nächste Tournee. Have you got any ideas what you're going to be playing on the next tour? I'm not sure. Just see what happens. Ich weiß nicht genau, was auf die nächste Tournee kommt, aber wir müssen abwarten und sehen. How do you feel generally about performing in front of a German crowd? I'm thinking again, when you go out front with a microphone and they're going to say things to you that maybe you're not going to understand, is that sometimes a difficult moment for you? Ob das schwer ist, wenn er zum Beispiel vor ein deutsches Publikum spielt, läuft durch das Publikum und die sagen etwas zu ihm ins Mikrofon, er versteht das nicht. I think the most extreme good and bad words I have an understanding. Perhaps I better not give examples. Well, feel free. Oh, Scheiße was one. And yes, there are other comments and criticisms thrown at me from the audience, but some of them are good. Does it worry you? No, I like it because, well, I don't always like it if it's hostile, but I think it's good to involve the audience in whatever's happening. Er meint, dass natürlich, wenn er durch das Publikum läuft, er hört Sachen, die sind ganz schlecht. Und wenn die wirklich schlecht sind, dann versteht er die immer, weil solche Worte versteht man überall. Es ist egal, ob man in England oder in Deutschland spielt, aber trotzdem, trotz dieser Gefahr ist es eine gute Sache, immer ins Publikum zu gehen, so dass man weiß, dass er ein normaler Mensch ist und hat Kontakt zu den Leuten. I mean, you find that when you do this, when you walk through the crowd, that you get in touch with the people down there. You don't then feel that you're the rock star and there's something different from you. No, I very much feel that, well, when I go out, you know, I look people in the eye, and it's not so much up on the stage and down in the audience. It's just direct. I enjoy it. Er sagt, es hat wirklich einen direkten Kontakt dann zu das Publikum und dann sie sehen genau, wie er aussieht, wie er ist und dass er auch eigentlich ein ganz normaler Mensch ist. So normal würde ich nicht sagen, aber Peter, very nice speaking to you. Thanks for Thank you very much. Ich sehe gerade, dass die Umbauten auf der Bühne inzwischen fertig sind. Paul Butterfield steht bereit. Es geht jetzt weiter im Rockpalast-Konzert. Thank you very much, Peter.